Jo, Mahlzeit alle zusammen. Mein Name ist Ben und ich wollte in diesem Video mal meinen Point-and-Click-Editor vorstellen. Und zwar nennt er sich das Point-and-Click Development Kit oder kurz PACTK. Und mal kurz gesagt, was ist das? Es ist eine Software für Windows samt Engine, um klassische 2D Point-and-Click-Adventures herzustellen. Angefangen habe ich damit, diesen Editor zu erstellen, ich glaube sogar 2004. Da ist die erste Version erschienen, also mittlerweile 10 Jahre, an denen ich daran arbeite. Mit Pausen dazwischen natürlich. Und inzwischen bin ich damit bei Version 3.0 angelangt. Nun, der Grund, warum ich mich damals entschlossen habe, mit so einem Projekt anzufangen, war einfach, die Engines und Editoren, die es damals gab, die haben mir allesamt nicht gefallen und ich wollte auf jeden Fall eigene Adventure machen. Also dachte ich mir, mein Gott, muss ich halt den Mist selber machen. Ne. So. Und in dem Video hier will ich euch jetzt noch gar nicht erklären, wie das alles geht, sondern will euch lieber mal den Editor vorstellen. Und deswegen lade ich erstmal ein Projekt, eins meiner beiden Babys, und zeige euch mal ein bisschen hier, welche Funktionen und Fenster das Tool zu bieten hat. Fangen wir mal an, hier unten links. Unten links seht ihr sämtliche Medien, die ihr im Spiel habt. Die könnt ihr natürlich fröhlich in Ordnern sortieren. Ein Preview-Fenster habt ihr selbstverständlich auch. An Formaten wird eigentlich so ziemlich alles unterstützt, was man so braucht. Angefangen von den Standards wie JPEG, GIF, PNGs oder als Sound und Musik selbstverständlich MP3, OGG-Files oder auch WMA. Als Musik geht außerdem, lassen sich Tracker-Files benutzen. Falls jetzt einer nicht weiß, was das ist das Musikformat, was damals beim Amiga benutzt wurde. Hat den riesen Vorteil, dass es relativ kleine Dateien sind, die aber trotzdem wesentlich besser klingen als zum Beispiel alte MIDI-Dateien oder sowas. Wer die nicht kennt, braucht es auch nicht unbedingt zu benutzen, aber die haben ihre Vorteile. Videos können auch abgespielt werden im Spiel. Da gehen WMV, MP3s oder AVIs. Wobei bei Videos immer zu bedenken gilt, da das hier ein Hobbyprojekt ist, habe ich nicht wirklich die Mittel, hier einen direkten Decoder oder sowas in die Spielengine einzubauen. Was heißt, während Videos abgespielt werden, werden im Grunde genommen die Codecs vom Windows-System benutzt. Was wiederum bedeutet, dass derjenige, der euer Spiel spielt, die gleichen Codecs drauf haben muss, ansonsten wird gar nichts abgespielt. Ist ein Nachteil zugegeben, deswegen sollte man mit Videos immer sparsam sein oder am besten irgendwas einbauen, dass man zwei verschiedene Varianten im Spiel hat, dann kann man auf Nummer sicher gehen. Ich beispielsweise mache es immer so, dass ich einmal MP4s nehme und zum anderen noch WMV. WMV hat man bei Windows eigentlich immer gute Karten, kann eigentlich jedes Windows-System abspielen. So, das sind die Medien, wie gesagt, die kann man fröhlich hinzufügen und in den anderen Fenstern dann per Drag and Drop benutzen. So, schauen wir mal weiter. Fangen wir mal an mit den Projekteinstellungen. Projekteinstellungen haben wir erstmal die generellen Sachen, natürlich den Namen, dann einen Haufen Kleinigkeiten, auf denen ich jetzt nicht weiter eingehe. Es kann zum Beispiel eine Grafik gewählt werden für das Ladebild oder für die Settings-Datei. Bevor man ein Projekt anfängt, sollte man sich natürlich eine Auflösung aussuchen. Inzwischen jetzt mit Version 3 geht bis zu Full HD, wobei man sich zwischen Breitbild und 4:3 Bild aussuchen kann, was man gerne benutzen möchte. Oder man kann es auch, wenn man eher auf die pixelige Variante steht, runterstellen auf 320x200, was dann so Maniac Mansion mäßig wäre. Was haben wir hier noch? Auch ein paar Sachen, auf die ich hier noch nicht weiter eingehe. Welches Skript zum Beispiel benutzt wird, um das Spiel zu starten. Dann haben wir hier die Übergänge. Es können verschiedene Übergänge, wenn man von einem Raum zum anderen gilt, gewählt werden. Zum Beispiel, dass ein Kreis auftaucht, der sich schließt. Klassiker, den man kennt, dass das übergeblendet wird und so weiter. Dann haben wir noch einige Einstellungen für die Bedienelemente, die Taskbar oder Bedienfläche. Das ist das, was man früher von klassisch kennt mit Nimm, Benutze und so weiter. Farben fürs Hauptmenü oder ein eigenes Hauptmenü. Farben für die Textszenen, also diese Multiple-Choice-Auswahl. Coin-Menü, wenn man sie aktivieren will und so weiter. Das waren die Projekt-Setups. Anderer guter Punkt sind natürlich die Schriftarten. Schriftarten werden direkt aus den TrueType-Fonts von Windows genommen und dann in Grafiken umgewandelt. Das heißt, es muss nicht bei jedem Spieler die Schriftart vorhanden sein. Es reicht, wenn sie auf eurem System ist, wenn ihr das Spiel erstellt. Ihr könnt natürlich diverse Effekte wählen, aber in den meisten Fällen ist das hier komplett umrandet, eigentlich am
sinnvollsten. Das Mausfenster. Es können bis zu 10 verschiedene Maus-Icons benutzt werden. Einmal der Standardzeiger, Ladezeiger und, wenn man möchte, wie zum Beispiel bei Spielen aus Sam & Max kennt man das, kann man für bestimmte Spielbefehle sich weitere Maus-Icons benutzen. Muss man aber nicht, hängt davon ab, welche Steuerung man aufbauen will. Ein anderes Fenster, das jetzt noch nicht so wichtig ist, für den Anfang auch nochmal kurz erklärt. Hier haben wir Merker sowie die Spielbefehle. Die Spielbefehle sind das, was jedes Adventure letztendlich braucht, egal welche Art von Steuerung man sich am Ende aussucht. Hier steht dann zum Beispiel drin öffnen, schließen, reden mit und so weiter. Auf der rechten Seite sehen wir Merker oder zu Englisch Bools, was eigentlich der Programmiererausdruck dafür ist. Merker sind im Schlicht und Ergreifend einfach Dinge, die wahr oder falsch sind. Damit kann man dann diverse Ereignisse im Spiel markieren. Zum Beispiel, dass irgendeine bestimmte Stelle aktiviert wurde, die setzt man dann im Skript auf True und kann dann hinterher überprüfen, ob der Spieler das oder das schon gemacht hat. Aber wie gesagt, das kommt alles erstmal später. Das letzte besondere Fenster ist das Übersetzungstool. Hiermit lassen sich bis zu, ich glaube, 10 oder 8, egal, auf jeden Fall lassen sich so einige Sprachen hinzufügen und dann sämtliche Texte aus allen Skripten, die holt er sich automatisch heraus, lassen sich so in einem durch übersetzen. Und die Sprache lässt sich auch im Spiel umstellen. Das heißt, im Spiel sucht er sich automatisch die passenden Texte aus der passenden Sprache raus. Ihr müsst die Skripte dafür nicht extra ändern. Das heißt, ihr klickt euch einfach nur der Reihe nach durch, ändert die Texte, fertig und speichert das Ganze. Zweite Funktion von diesem Fenster, auch sehr wichtig, wenn man Spiele mit Sprachausgabe machen will, ist die Exportfunktion. Hier werden auch sämtliche Skripte durchforstet nach allen Sprechbefehlen. Und in allen Sprechbefehlen wird geschaut, ob die entsprechende Datei mit der Sprache drin schon eingefügt wurde ins Projekt oder nicht. Und falls dies nicht ist, wird das Ganze samt Charaktername in einer Textdatei gespeichert. Und diese Listen, so habe ich es auch gemacht, kann man dann hinterher benutzen, um die Dialoge komplett aufzunehmen. Das heißt, man arbeitet schön die Sachen ab. Das gleiche funktioniert auch für alle Soundeffekte. Das sind so die Sachen, genauso wie das Übersetzungstool, die eigentlich erst am Ende eines Projekts wichtig werden. Am Anfang kann man also fröhlich erstmal drauf losskripten und sich hinterher darüber Gedanken machen, wie man das Ganze hiermit geholfen schön auffüllt. So, kommen wir dann mal zu den handfesten Spielinhalten. Die seht ihr hier oben links, das ist der sogenannte Game Pool. Das Ding hier unten heißt übrigens Media Pool, so habe ich es genannt. Und hier haben wir 5 verschiedene Dinge drin. Fangen wir mal mit den Objekten an. Objekte sind in der PackTK-Engine im Grunde genommen alles, was kein Charakter oder Hintergrundgrafik ist. Das heißt, dazu zählen nicht nur Spieldinge, Dinge, die ihr irgendwo benutzen könnt, Türen, Tische, weiß der Geier was, Dinge, die ihr aufsammeln könnt, sondern dazu zählen auch sämtliche Bedienelemente, also alle Knöpfe, Buttons, Schieberegler oder sonst was ihr irgendwo einbauen wollt. Im Objektfenster seht ihr hier, kann ein Objekt 10 Zustände annehmen, die ihr auch im Spiel umschalten könnt. Beispielsweise eine Tür, die dann auf und zu sein kann. Und jeder Zustand kann eine Animation von maximal 30 Frames haben, wobei Geschwindigkeit und Größe komplett anpassbar sind. Ich muss mal gerade ein vernünftiges Objekt suchen. Hier zum Beispiel der Ork. Ja, ich weiß, der ist falsch geschrieben. Eine Theke. Hintergrundfarbe lässt sich natürlich auch auswählen, damit man die Grafik entsprechend angucken kann. So, und das nächste Wichtige für ein Spiel sind die Charaktere. Charaktere sind also im Gegensatz zu Objekten nicht an Räumen gebunden, sondern die können von Raum zu Raum wechseln und sind auch die letztendlich rumlaufen können. Objekte können sich zwar bewegen, können aber nicht rumlaufen. Ein Charakter hat nicht wie ein Objekt direkt Zustände, die ihr so umschalten könnt, sondern er hat Aktionen. Der Unterschied dabei ist, dass er nach einer Aktion automatisch wieder in Standardmuster zurückfällt. Das heißt, wenn ein Charakter normalerweise Stehen vorne hat und man wählt jetzt eine spezielle Aktion, zum Beispiel Grinsen,
Sieht dann so aus. Kann man nochmal ohne Strichelchen sehen. So, dann würde er die Aktion kurz ausfüllen und anschließend wieder in den Standardmodus zurückgehen. Neben so extra Animationen gibt es natürlich Laufen in alle Richtungen. Reden mitlaufen, muss aber nicht extra genutzt werden. Und wer will, kann seinen Charakter auch, wo haben wir es hier, mit echten Linksanimationen ausstatten. Das heißt, normalerweise werden die Rechtsanimationen einfach als Linksanimation gespiegelt, weil in der Regel sich der Aufwand dazu, extra Grafiken zu machen, nicht lohnt. Wer das aber unbedingt möchte, weil ein Charakter von links ganz anders aussieht als von rechts, kann das extra benutzen. Was können wir noch einstellen? Einmal eine Gehgeschwindigkeit. Charaktere können unterschiedlich schnell laufen. Welche Textfarbe sie haben. Welche Gehgeräusche sie benutzen, kann man auch im Spiel umstellen, wenn zum Beispiel ein Charakter auf einem anderen Fußboden ist. Man kann ihnen eine unterschiedliche Größe verpassen, auch die ist selbstverständlich im Spiel direkt anpassbar. Und ihnen eine eigene Schriftart, wenn man will, verpassen. So, und der Kern des Spiels, da wo man jetzt diese beiden Sachen hinzufügt, sind die Räume. Räume, da gilt das gleiche wie für Objekte, sind nicht nur die tatsächlichen Spielräume, wo sich der Spieler drin bewegt, sondern ein Raum ist auch etwas, wo sich ein Menü drin befinden kann. Zeige ich gleich mal kurz. Zeigen wir erstmal das Raumfenster. Das ist komplett anpassbar, je nach Größe. Ist also völlig unwichtig, wie groß der Raum ist und wie groß euer Desktop ist. Ihr könnt ihn also trotzdem bearbeiten. Früher ging das nicht in der alten Version, ist aber, seitdem ich mich durchgerungen habe, doch mal Full HD zu unterstützen, ließ sich das nicht mehr vermeiden, denn in der Regel hat kaum einer momentan schon 4K-Monitore, so, insofern kann man nicht den ganzen Raum auf einmal sehen. Deswegen war das mit dem Anpassen ganz wichtig. So, was sehen wir hier? Ihr seht jetzt überall so kleine Ecken, das zeigt im Grunde genommen, blau sind Objekte, rosa, violett sind Charaktere. Und ihr seht auch direkt an den Tooltips, was sich darunter befindet. Ihr könnt es anklicken, Zustände ändern. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Moment. Moving Room. Ja, hier zum Beispiel der Tisch. Der hat Zustände, dass man den aufklappen kann. Und hier könnt ihr direkt die Zustände ausprobieren. Außerdem können Objekte versetzt werden. Das heißt, ihr könnt entscheiden, sind die vorne, Mitte oder hinten. Wenn sie Mitte sind, bedeutet das, dass der Charakter sowohl dahinter als davor stehen kann. Kann ich euch mal demonstrieren. Auf die Weise könnt ihr die Illusion erstellen, dass der Charakter um das Objekt herumgeht, obwohl natürlich alles nach wie vor 2D ist. So, Kai kommt wieder weg. Was man außerdem machen kann, jeder Raum hat einen Lichtwert, der normalerweise komplett weiß ist. Ich kann aber auch diese Farbe reduzieren und den Raum nicht nur dunkler machen, sondern auch einfärben, wenn ich will. Auch das lässt sich natürlich im Spiel fließend einstellen, so dass man zum Beispiel Lichtschalter oder andere Lichteffekte einbauen kann. Unabhängig von der Auflösung, die ihr einstellt, ist die maximale Größe, die ein Raum haben kann, ca. 3x2 Bildschirme. Wobei Bildschirm hier 4:3 sagt, weil das noch die alte Größe ist. Was eigentlich meiner Erfahrung nach auch ausreicht, weil selbst bei alten Spielen, wo es riesige Gegenden gab, hat man irgendwann den Raum, also den Bildschirm verlassen und ist in dem nächsten Raum gelandet. Was wir außerdem hier haben, damit man auch bei Full HD Spielen, also in größter Auflösung fähig ist, mal den ganzen Raum zu betrachten, ist der Fullscreen-Modus. Ist jetzt bei den recht kleinen Räumen hier natürlich ziemlich sinnfrei. Soll aber dabei helfen, dass man alles auf einmal sieht. Neben dem normalen Modus, wo man Charaktere und Objekte in den Raum ziehen kann, hat der Raum hier oben noch 5 weitere Modi. Einmal ganz wichtig ist die Walk Map. Die Walk Map ist so ein Gitternetz, wobei ich bestimmte Punkte freilegen kann und diese Punkte sind dann begehbar von Charakteren, während die anderen es nicht sind. Das geht entweder hier etwas grob oder wenn ich feinere Wege brauche, kann ich auch eine doppelte benutzen, aber hier in dem Fall hat jetzt die grobe gereicht. Wichtig hier beim Freilegen ist, dass man daran denken muss, dass ein Charakter wirklich nur dahin gehen kann, wo freigelegt ist, ansonsten bleibt er stehen. Einer der gröbsten, der häufigsten Skriptfehler von Anfängern.
Außerdem kann man hier in der Walkmap noch Walkmap-Skripte belegen. Die machen Folgendes: Sobald ein Charakter über diesen Punkt läuft, wird dieses Skript ausgeführt. Damit kann ich irgendwelche Ereignisse an bestimmten Punkten realisieren. Ich kann zum Beispiel aber auch sagen, dass der Charakter hier umgefärbt wird. Zum Beispiel, wenn er in einem Schatten geht, soll er sich dunkler färben. Oder es soll das Gehgeräusch ändern, weil ich da auf Gras gehe und hier ist Stein. Oder was euch sonst noch so einfällt, was man fröhlich in Skripte packen kann. Grenzen gibt es da eigentlich nicht. Der zweite Modi von einem Raum ist die Tiefenmap. Oder Tiefeneinstellung vielmehr gesagt. Hier kann ich festlegen, wo ein Charakter ganz vorne und ganz hinten geht und wie stark er sich kleiner zoomt. Das heißt, je nachdem, welcher Winkel euer Raum hat. Auch das zeige ich mal kurz. Tu mal Keimer noch mal rein. So, ihr seht, wenn ich den nach hinten schiebe, wird er kleiner. Wenn ich den Wert jetzt hier mal extrem vergrößere, dann seht ihr, dass er viel schneller kleiner wird. Je nachdem, wie es für euren Raum passt. Ihr könnt das Ganze auch erhöhen, obwohl er dann nicht mehr zoomt. Deshalb hier bleibt er klein. Weiterer Modi für die meisten Räume wichtig ist die Kameraposition. Hier seht ihr zwei Einstellungen. Einmal die blaue, die ihr verschieben könnt. Die ist eigentlich nur zur Hilfe gedacht, damit ihr ungefähr wisst, was der Spieler auf einmal sieht. Weil das Raumfenster natürlich mehr anzeigt. Und die rote Fläche, die ihr seht, die sich hier mit diesem Knopf belegen lässt, ist die Position, die der Raum hat, wenn ihr das Spiel startet. Die letzten beiden Modi haben wir einmal die FX-Shapes. Die zeige ich euch mal in einem Raum, wo es benutzt wird. Außen, Lohstraße. Hier seht ihr jetzt die beiden Fenster, beziehungsweise die drei. Und die wollte ich jetzt als Spiegel einrichten. Deswegen sind hier drei FX-Shapes drauf, die als Wall Mirror gekennzeichnet sind. Und wenn der Charakter hier dran vorbeiläuft, wird er hier bei der Sichtbarkeit, mit 30% gespiegelt im Glas. Es könnte natürlich, wenn es ein richtiger Spiegel ist, auch 100% sein. Ihr könnt außerdem auch Bodenspiegel machen, der exakt genauso funktioniert. Ja, neben den Wandspiegeln gibt es dann noch die Fußbodenspiegel. Das heißt, ihr könnt hier die Fußbodenfläche ebenfalls als Spiegel machen, wo der Charakter dann natürlich kopfüber unten drin zu sehen ist. Funktioniert ganz genauso. Und die dritte Art ist die Partikelbarriere. Die ist natürlich nur sinnvoll, wenn ihr einen Partikeleffekt startet. Ihr könnt per Skript einen variierbaren Partikeleffekt starten. Der kann zum Beispiel für Schnee, für Laub, was runterfällt, für Regen benutzt werden, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Partikelgrößen und so weiter. Und was die Partikelbarriere macht, ist, Partikel zu löschen, die sie berühren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Regen macht und ihr wollt hier ein kleines Dach haben, dann könnt ihr da die Barriere drauf packen und der Regen fällt nicht durchs Dach. So, und den letzten Modus, den ich euch zeige, das ist das Inventory-Feld. Dazu muss ich natürlich erstmal die Bedienfläche rausholen. Denn wie gesagt, Räume sind nicht nur Räume, wo die Spieler sich drin aufhalten, sondern auch Menüs etc. Zum Beispiel hier das Startmenü. So, oder eben die Bedienfläche. Nicht wundern, dass ihr hier jetzt Charaktere drin seht, aber ich benutze die Bedienfläche auch, um nicht benutzte Charaktere zwischenzulagern, weil die in der Bedienfläche nicht dargestellt werden. Aber müsst ihr jetzt nicht unbedingt wissen, warum. So, ihr seht hier jetzt die Bedienfläche. Auch hier natürlich wieder Objekte, die dazu benutzt werden, Befehle auszuführen. Und hier soll die Inventory sein und deswegen gibt es hier, wenn ihr den Modus aktiviert, auch das Inventory-Feld, das ihr fröhlich frei ziehen könnt, wie groß es halt sein soll. Ihr könnt auch die genaue Größe der Icons darstellen, wie ihr sie ungefähr haben wollt. Und die passenden Gegenstände sind natürlich auch vertreten, die gibt es hier extra. Dafür gibt es nämlich auch nochmal ein Fenster, das ist das Gegenstandsfenster. Funktioniert ähnlich wie Objekte, das heißt auch 10 mögliche Zustände, die ein Gegenstand haben kann. Nur, dass Gegenstände halt nicht in den Raum gezogen werden, sondern die werden der Inventory hinzugefügt eines Charakters. So, und das letzte große und eigentlich fast wichtigste Fenster ist natürlich das Skriptfenster. So, Skripte gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt einmal die eigentlichen Cutscenes. Das heißt, ihr könnt automatisch abläufende Spielereignisse starten. Das Skriptfenster seht ihr hier. Sollte farblich formatiert sein. Ihr könnt auch die Farben je nach Lust und Laune ändern.
gehe mal kurz ein bisschen die Befehle durch, jetzt nicht alle, dafür sind es zu viele. So, es gibt Ereignisse, die zum Beispiel sagen, was passiert, wenn man mit der Maus geklickt hat oder was passiert, wenn ihr einen Raum betritt. Die Abfragen, die ihr machen müsst, um festzustellen, was hat der Spieler schon alles gemacht oder wo befindet sich der Charakter, wo ist das Objekt. Dann die Setzen-Befehle, womit ihr Zahlen setzen könnt, den Charakter setzen könnt, die Walkmap verändern könnt, alles, was irgendwie im Spiel verändert werden muss, was nicht direkt an Objekten etc. angeht. Ihr könnt Sounds und Musik abspielen, ihr könnt ein Video starten. Loop-Sounds, das sind sich wiederholende Soundeffekte, zum Beispiel wenn man das Geräusch von Meeresrauschen oder etc. einbauen will. Objekte versetzen, Objekte umändern, Objekte gruppieren, das Licht von Objekten ändern. Dann bei Raum, wir können den Raum laden, wir können die Raumfarbe ändern. Auch die Position der Kamera können wir manuell verändern. Beim Charakter natürlich jede Menge. Der kann rumlaufen, kann komplett weggebeamt werden, was von einem Raum zum anderen wichtig ist. Eine Aktion starten. Sprechen selbstverständlich. Dann gibt es noch den Off-Speech, das ist Sprechen ohne Charakter. Gegenstände zum Aufsammeln, Umändern, Inventory scrollen. Das überschreiben wir. Dazu komme ich gleich. Dann Texte, es können Textnachrichten im Spiel dargestellt werden. In verschiedenster Weise, in Größe. Hier noch jede Menge allgemeine Einstellungen fürs Spiel, Textszenen, Speicherbefehle, Particle Engine und zu guter Letzt ein Schmankerl meiner Engine, sage ich mal, sind die Fullscreen-Effekte. Die zeige ich euch am Ende noch in einem Beispiel, indem ich mal die wichtigsten so durchgehe, direkt im Spiel. Ja, das ist das Skriptfenster. Skripte hat eigentlich so ziemlich alles. So, einmal Charaktere, die wir im Spiel hinzufügen, haben ihre eigenen Skripte. Objekte selbstverständlich, hier jetzt beim Objekt schließen zum Beispiel wird bei, kann man sehen, OnClick, wird dann Command Close letztendlich aktiviert. Räume haben Skripte, der jetzt gerade keins. Gegenstände haben ihre eigenen Skripte. Und ich glaube, das war es eigentlich. Oh, und natürlich die Walkmap-Skripte, um Ereignisse auszulösen auf dem Boden. Ja, das war es eigentlich. Doch, ein Fenster habe ich vergessen. Das gibt es auch erst seit Version 3. Das sind die DSP-Effekte. Und zwar kann man hier diverse Soundeffekte einstellen, wie zum Beispiel Echo oder Distortion. Früher gab es in der Engine ERX-Support, aber da ERX ja leider ziemlich tot ist und eigentlich von nichts mehr unterstützt wird, dachte ich mir, habe ich diese Alternative entdeckt, das Ganze dann auf die CPU auszulasten. Ist zwar ein bisschen blöd, war früher mit der Soundkarte besser, aber da funktioniert es wenigstens bei jedem. Ich zeige euch mal, wie das klingt. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Oder Konzerthalle. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Mal ganz extrem. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Ich denke, ihr könnt euch sicher eure eigenen Möglichkeiten vorstellen, was ihr hiermit alles anfangen könnt. Der Effekt lässt sich im Spiel selbstverständlich umändern. Lässt sich auch pro Soundeffekt oder pro Sprache einzeln umändern. Falls zum Beispiel, hier bei der Distortion wäre es ganz gut, falls man jemanden durch Funkgerät sprechen soll. Verdammt, der gibt mir das nicht. Ich brauche das aber. Einen Effekt wie schlechten Empfang. Ja, das war eigentlich jetzt der Rundgang vom Tool. Und zu guter Letzt zeige ich euch nochmal kurz die Special-Effekte direkt aus einem von meinen Spielen, was ich gemacht habe. Ihr könnt euch die auch nochmal ein Bild von machen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt Bock bekommen habt, euch das nächste Tutorial anzusehen und mal euren eigenen Scheiß zu machen. Macht's gut, bis später.
Hihi. Hihi. Tims Urgroßvater Möbius von Prickenfeld. Tims Urgroßvater Möbius von Prickenfeld.